You can do better. What if JFK wasn't JFK? What? Ah ja, warum sollte er nicht JFK sein? Early spaceflight, utopia, advanced technology and keine Ahnung. Early time stream too different. Das ist mit Libanese, Chinese, Japaner? Vielleicht hat er überlegt, eine Sprache zu lernen oder so. Ich weiß nicht. Koalition mit US und USSR. Ist das Russland? Also, ich weiß, was UdSSR ist, aber USSR? Ich bin mir nicht sicher, ob das die US-Version davon ist. Ich habe keine Ahnung. Back to Basics. Send back. Was soll das heißen? Time to Dallas again. Paradox results in JFK death being desired outcome. Recall JFK of HBO. Magic bullet theory. Lone gunman. Mr. und Doug. Was ist mit Sam? Files. Check-ins. Das soll, glaube ich, ein W für with sein. State of emergency in Dallas. What? Okay. JFK poisoned. Kidnapped. Injured. Ich glaube. Entschuldigung. Ich glaube, es geht um den Tod von JFK und so. Einfach nur. Ich glaube, der ist ein bisschen verrückt und beschäftigt sich mit solchen Theorien. Warum, wieso, weshalb? Was man nicht so richtig erklären kann, wo es so Verschwörungstheorien gibt. Ja, Verschwörungstheorien. So. Hallo, öffne dich. Also wäre ich sein Kind, ich schätze mal, dass es der Vater ist, will ich auch ganz schön darunter leiden. Wir müssen einen Code finden anscheinend. Wenn ihr gerade mein Gesicht sehen könntet, dann würdet ihr sehen, wie es aussehen würde. Ich glaube, man hört es gerade an meiner Stimme. Benjamin Allman. The Killing of JFK, a theory. You've seen the movie, discover the truth. Ja. Hast du das Knacken auch gerade gehört? Ja. Also geht. Texte zu nicht lesen. Nein, zu faul. Ich hoffe, da stand nichts Wichtiges. Oder hat das irgendwas mit dem Datum zu tun? Warte mal. Ist das vielleicht 1963? Willst du es versuchen? Muss ich das oder geht das? Ja, ich muss es. So rum ist schneller. Oh, schade. Hätte ja sein können. Dieses eine Datum, das du dir merken kannst, das was mit Geschichte zu tun hat. Ja. Sonst weißt du ja sowieso nichts. Was ist Geschichte? Das sind ja komische Schränke. Ich will mich da gar nicht zurechtfinden. Ey, ich wollte... Pacific Insurance Mass Electrical Inspection Reform. Ah, worum geht's? Does the entire electrical system meet lower quality? Are there any irgendwas which need correcting? Wiring in house is technically up to safety and amperage requirements. However, multiple layers of wiring have been added into structure over the last 100 years. System is frequently. Ah, das soll ein L darstellen. Unpredictable. Lights blink out for no clear reason. Pressure on floorboards and door frames. Disrupts circuits right directly behind the surface. Probably reworking the electrical system will be very destructive to the
walls, floor and fixtures of the structure. After discussion with Mr. Greenbrier, since there are no current safety concerns, issues will not be addressed. Also flackert das Licht anscheinend, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund. Und wenn auch bei den Böden oder die Türen, welche irgendeine Art von Druck ausgeübt wird, dann werden die Kreisläufe unterbrochen und das Licht geht aus und die wollen nichts daran bearbeiten, weil das einen großen Schaden verursachen würde an Böden und Wänden. Und ja, deswegen haben die auch nicht weiter mit dem Herren darüber diskutiert. Ich glaube, das entwickelt sich so langsam zu einer Art Horrorspiel. Das macht mir nämlich voll Angst, gerade jetzt schon. Okay, das ist nur ein Buch. Was ist das eigentlich für ein creepy Haus? Zeitung. Ah, Licht. Oh Gott, das Gesicht macht mir Angst. Ein Kleeblatt. Tschüss, Kleeblatt. Fresh. Okay, irgendein Frauenmagazin, schätze ich mal. Man müsste sich hinsetzen und erstmal noch lesen. Das wäre so viel entspannender. Was ist da denn? Ich versuche da gerade ranzukommen. Hallo, flieg. Das ist immer das gleiche Buch. Worum geht's? Accidental. Ah, das geht um. Guck mal, wer das geschrieben hat. Oh, das hätte ich schon gedacht, dass jemand aus der Nähe das geschrieben haben könnte, wenn es immer das gleiche ist. Und guck mal, was Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Hallo, flieg. Ich weiß nicht. Gentlemen, Japan's bloody war on dolphins. Ladies in the ring, the woman of wrestling. Moscow by night, drugs, prostitution, the mafia. The new rules of law. Und Gosh, that. Und er versucht das unter seinen Büchern zu verstecken. Ja. Wow. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Ich sitze hier so am Arsch der Welt. Weiß nicht. Der ist, glaube ich, sogar ziemlich leise. Stranger Under My Roof. The first best-selling advice book for parents of teens. Ich mag solche Bücher nicht und die macht mir Angst. Also ich gehe mal davon aus, dass die Probleme mit deren Tochter hatten während der Wegnahmen. Wenn die Ja. solche Bücher besitzen. Oh, 0451. No, ja klar, November. Also 1. November 94. Dear Terence, David asked me to write you regarding the reviews you've been submitting the last few months. Frankly, da fehlt ein Apostroph-Ding da. Frankly, they're becoming more trouble than they're worth from an editing standpoint. There's a word limit. It's your job to stay under it, not mine to cut back to it. Even then, it's becoming harder and harder to weed out the... Was ist das für ein Wort? Tangents? Ich weiß es nicht genau. And non-sequiturs? Gut, was sind das hier für Wörter? Ich habe keine Ahnung. For an usable copy without heavy rewrites. The readers of home theater, irgendein Ort wahrscheinlich, schätze ich mal, want to hear about the quality and value of the hardware, not ruminations on your childhood. If it were up to me, I wouldn't be writing this letter. I'd just be cutting you loose. There's tons of guys half your age who will take half your rate to write stuff I could actually use. But David's known you for a long time and he's the boss, so I'm giving you one more shot on his say-so. You shall write him a nice note, thanking him for his patience and generosity. Look through your old stuff and start submitting rewrites like that again, then everybody will be happy. Brent Kirkwood, Revise Editor, Home Theater, keine Ahnung, Magazine. Also der Terence, unser Vater, hat
für ein Magazin geschrieben und er hat eine sozusagen Mahnung bekommen dafür, dass er zu lange Texte schreibt, aber auch, dass die Texte nicht dem Thema entsprechen, sondern dass er auch viel von seinem privaten Leben mit einbaut. Und derjenige, der in diesem Brief geschrieben hat, darf ihn nicht feuern, aber er würde es gerne. Und deswegen haben wir noch also unser Vater hat noch eine letzte Chance, wieder anzufangen, seine Texte wie früher zu schreiben. Ansonsten wird er wohl irgendwann gefeuert werden. Also schätze ich mal, dass da auch irgendwas mit diesem Terrence passiert sein muss, das ihn so verändert hat, dass er nicht mal richtig schreiben kann. Vielleicht seine Tochter. Was war das nochmal? 0451. Ja. Diese Maus macht mich gierig. Band, geh weg. 0. Verkehrt rum, egal. 4. Ach, fuck. 5. 1. Und was war das jetzt für ein Sinn? Hallo? Muss vielleicht schon. Ja, genau. Dear Mr. Mason, please find enclosed your original document and the type copy for your records. The notarized copy has been filled at your offices. Thank you for entrusting our firm with this important matter. Sincerely, keine Ahnung, Jeffrey Rice, Cubelic and Wise Attorneys at Law. Und dann ist da noch eine zweite Seite. 4 sind es insgesamt. Oh, 4 sogar. Ich habe nur den Fall gesehen. Well and... Oh. Ist das ein Testament? Ja, der letzte Bild, das Testament. Ach du Scheiße. I, Oscar Mason, possessing full competence of mind and memory and after full survey of valued items to my name, do hereby declare, danke Donna, this document my last will and testament. The following shall hold true upon my passing. First, I declare that I am a lifelong resident of Boone County, that I am unmarried and have no children. Second, I declare that I have no outstanding debts to my name to any creditors living or dead. Third, I do hereby, was auch immer das für ein Wort ist, ich habe keine Ahnung, every item of value of which I may die possessed, including the dwelling and surrounding acres located at our as well as any and all personal property and moneyed accounts to my, was war das nochmal? Nephew? Terrence L. Greenbrier, Jr. of Ellis County. Okay. Ich muss gerade versuchen, das zu verstehen. Du erklärst das gleich nochmal. In the event that said Terrence L. Greenbrier Jr. shall predecease me, then in such event, the, was auch immer das ist, to him shall fall, and the same is... Bitte sag mir, was das für ein Wort ist. To his children as ordered by age and competence as stewards of the estate. I subscribe my name to this will this 13th day of August, also der 13. August 1973. Signed Oscar Mason. Soll ich mal allein diese Seite ein bisschen zusammenfassen? Ja. Also es ist der letzte Wille und das Testament von Oscar Mason. Das haben wir ja schon vorhin gelesen, dass er gestorben ist. Und dass der Vater von dem Protagonisten der Neffe von diesem Mann ist. Und er hat halt geschrieben, er ist im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte, er weiß, was er tut, er hat hiermit halt festgelegt, dass sein gesamter Besitz und das Grundstück an seinen Neffen Terrence Greenbrier übergehen soll. Und das hat er am 13. August 1973 unterschrieben. Und falls Terrence vorher sterben sollte, soll das anscheinend an seine Kinder weitergegeben werden.
Das macht mir irgendwie Angst. Mal sehen, was. Ah, ich glaube, das sind die original geschriebenen Texte. Wenn das mal nicht ein bisschen abgeändert wurde. I don't know. Ich mag es nicht, wenn Sachen offen stehen. Und warum hat er das eigentlich weggesperrt? Ich habe keine Ahnung. John Russell opened his eyes and saw them, the stars, twinkling as if he were lying on the grass in his family's yard in Massachusetts, even though the place was a million miles away. No, he blinked, the sleep from his eyes looking through the carbon rainforest safety glass of the space station. Archimedes? Auf Deutsch ausgesprochen jetzt mal. Yes, he was a long way from home, but the future needed him. Ich glaube, da hat er irgendwas mit Science Fiction Ja. geschrieben. John Russell's head swam. He felt incredibly drunk, despite not having touched a drop in hours. He vomited onto his feet, his bare feet. He stared for a moment. Irgendwas. Process. Da hat er sich verschrieben. Processing his thick flecked toenails, scanning up his chin's bare knees. He was completely naked. He looked up and met the eyes of a gorgeous blonde woman wearing a tight polymer fiber tunic. The fabric that strained at the seams to contain her generous bosom was emblazoned with the phrase matter transference operator. Then he passed out. Man merkt, er hatte immer mehr Probleme mit dem Schreiben. Irgendwie habe ich das Gefühl, er hatte irgendeine Krankheit. So langsam. Oder irgendein Blattschuss. John Russell had crossed the gap. The gap in time only message has passed before. Oh ja, er hat irgendwie Probleme, wenn du dir mal das Before anguckst. Ja. But now... So, das I. A man... They need him no more than ever. Changing the past was no longer good enough. The instructions from the council had been clear. What to procure? Ich habe keine Ahnung. What to construct, oder? From it. How to assemble it so he made the machine, how to transport him bodily across time, and now he stood there on the bridge of the starship Archimedes. Command of the vessel, because only he who had saved the President's life twice before could helm the keine Ahnung, crew to their destiny, the fate of the galaxy. Also ich glaube, wir haben ja auch schon gelesen, dass er fast gefeuert wurde, weil er auf einmal nicht mehr schreiben konnte. Ich glaube nicht mal, dass er so dumm war und diese Schreibfehler gemacht hat, sondern dass er einfach so schnell getippt hat, weil er einfach so, ja... In Rage war? Ja, in Rage war und er nicht mehr richtig schreiben konnte. Da muss wirklich was mit ihm passiert sein. Hey, are you the new girl Sam? I'm Tommy. I'm at the back behind you. Wave if you get this and right back. Hi Tommy, yes, I'm Samantha, and yes, I'm you. What's up? I just thought, since you're new, maybe you could use a friend? Yeah, friend. I don't have a lot of friends either, and so thought I'd ask something if you don't mind. Do you mind? No. I didn't mind. What did you want to ask? Was it just your uncle who went psycho? Es soll off heißen, oder? Or does it run in the family? Das ist wirklich richtig gemein. Wirklich sehr gemein. Da hat jemand
zuerst gefragt, ob die Freunde sein wollen. Und dann hat er auf einmal gefragt, ist es nur dein Onkel oder sind alle in deiner Familie verrückt? Also sozusagen, liegt das in der Familie, bist du auch eines Tages verrückt? Und das ist ja wirklich schon Mobbing, wie wir uns gedacht haben, wurde dieses Mädchen gemobbt, einfach nur wegen ihrer Verwandtschaft, wegen dem Haus. Und das ist echt total gemein. Man kann sehen, es wurde zerknüllt, zerrissen, weggeschmissen. Ich hätte auch nicht mehr geantwortet, hätte mir jemand sowas geschrieben. Und sowas ist wirklich schon mal vorgekommen, dass jemand mir sowas geschrieben hat. Oh ja. Role Model. Das hat irgendwie Style. Aber der Anfang war ein bisschen verkackt vom Rhythmus her. Scheiß auf Rhythmus. Scheiß auf Schwerkraft. Okay, genug. You know that feeling where the first moment you see someone, it's like they have a Ich scheiß big das gold sowieso auf. star around them? Rhythmus And you have ist to get sowieso to immer know them. Treppenhochfall. Well, there's 3. this Februar girl. 1978. I think she's a senior. Terry. She's usually Oh, dressed halt's Maul, Fernseher. kind of punk. Hey man, But how have sometimes you I see her been? in this, I know like, army uniform. you're a published She's always drawing in author this and notebook, everything now, looking but my so editor intense. at I Hi-Fi had no idea how I would ever, irgendwas like, has have an excuse to talk to too her. much Till I review work noticed to she and go her friends around, hang out and he's play looking Street for Fighter at the another 7-Eleven every day after school. Freelancer? Freelancer, also Freiberufler sozusagen. Also Also nicht, deine Mutter bloß nicht im Sinne von Freiberufler, sondern er ist nicht angestellt, aber arbeitet da sozusagen. Selbstständiger. Selbstständiger. Ah. Oder so. Naturally, I thought of you. You were saying in your car's letter how much of a pain it's been trying to find a publisher for your latest work of literature and writing stereo reviews. Sorry, bin noch leicht krank. Is that simple. Sit at home with a glass of scotch, listen to some records and write up how it sounds, and then get paid. I've included some issues of the Mag Magazin. to use as examples. If you're interested, send some samples to my editor and tell him your old college. Colleague. Nicht Oh, wäre das nicht genauso geschrieben? Colleague wird eigentlich anders geschrieben. Oder? Warte, was steht da eigentlich? Was heißt das da drunter? Ich glaube mal alten College-Kollegen, also Ja, Schüler. weil sonst hätte der Kollege gestanden, wirklich. Ich konnte das andere nur nicht lesen, deswegen wusste ich nicht, was das jetzt heißen soll. Da steht irgendwie Chum oder Chum oder so. Chum, Chum. Also alter Mike Kumpel. sent yo. Here's the address. David Warning. Ja, okay. Do it, Mike. Also die Schrift kann man wirklich teilweise nicht lesen. Ich dachte schon, ich habe eine schlimme Schrift, aber die schießt ja hier echt den Vogel ab. Schon wieder von uns. Und schon wieder mit JFK. November 21, 1963. John Russell knows that the president's life hangs in the balance, but who will believe him? Not just another James Bond. A high-class potential thriller. Political thriller. Ich weiß aber weg, den Scheiß voran niemand. Mir geht der Kram sowieso. War zwar ein guter Präsident, aber ja, Also, er ist halt jetzt tot und fertig. ich glaube, der hatte echt so einen leichten Knacks, was das angeht, wenn er hauptsächlich darüber geschrieben hat. Ja, gucken wir uns erstmal um, bevor wir weitergehen. Open Pizza Box. Oh, jetzt habe ich Bock auf Pizza. Du kannst dich gucken. Oh, Vielleicht ist da unten noch was, oder sonst nicht ankommen. erstmal überlegen. Control. What was Control? Ein Pin. Dread Mobile. Ah. Wir sollten mich mal gucken, was da im Fernsehen kommt. Das gibt mir nämlich zu nerven. Mir auch. Irgendwas über JFK. Grab Highlighter. Lila Textmarker. Ich mag lila Textmarker. Ich mag Textmarker nicht, die schmieren. Oh, ich finde die Farben aber cool. VHS, das waren noch Zeiten. Was stand da? Wo? Da? The Dark
Crystal. Weil ich dachte, wenn er 2001 steht und er X-Files. sowieso schon so einen Knacks hat. Ah, X-Files. Ah, ich verstehe. So ungelöste Fälle. So wie Akte X. Ja, natürlich, weil er doch sowieso mit Verschwörungstheorien und Ja. sowas am Hut hat. Ich hab's aber nicht verstanden. Deswegen dachte ich auch, als da 2001 stand, dass es nicht um Crystals geht, sondern um was anderes. David Running. Hi. Okay. Hi, Terry. Enclosed, please find the Pioneer with remote in cables. We need a help retrieval for the... Ah, ich glaube, dass er so ein Ding sucht, wo er das mit löschen kann. Es gab doch so Dinger, wo du schreiben konntest und dann... Er hat ja Xe drüber gemacht. Aber es gab auch Dinger, wo du so weiße Tinte mit drauf machen konntest aufs Blatt. Also Löschtaste, glaube ich. Irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Oder irgendwie DVD-Player mit... Nee, das geht um einen DVD-Player mit... Ja, das dachte ich mir auch, weil die ganze Zeit CD steht. Ja, ist ich nur. Stimmt das wirklich, was du gesagt hast? Matchbox. Kannst du das Feuer da rein schmeißen und vielleicht ein Feuer anmachen? Oh nee, Nö. schade. Ich kann die Matchbox da, glaube ich, reinschmeißen. Ah, da sind sowieso nicht so viele drin, wie es aussieht. Ich will nicht mehr. Das ist eine Schublade. Noch mehr Notizen. Oh, die meisten sind anscheinend ziemlich uninteressant. Kann man irgendwie den Fernseher ausmachen? The X-Files. Ja, da hat wirklich viel über ungelöste Fälle und Verschwörungstheorien und so sich informiert. Und er hat irgendwie einen Fetisch anscheinend für Blumen.